Wie ihr sehen konntet, haben wir vor dem Testlauf nochmal das Gehäuse des Verdichterrads ein bisschen überarbeitet. Nach dem Testlauf waren da ja doch einige Strammen und Striemen zu erkennen, dass das Verdichterrad da auf alle Fälle angeschlagen hat. Da haben wir jetzt nochmal ein bisschen weggenommen, so einen halben Zehntel ungefähr. Und ich würde sagen, dass das schon geholfen hat, dass das Triebwerk höher drehen konnte, höhere Drehzahl und auch mehr Druck erzeugen konnte. Wir haben jetzt einen Überdruck im Triebwerk gemessen von circa 0,05 bis 0,06 bar. Das war schon mehr als im letzten Testlauf, allerdings eigentlich immer noch ähm, zu wenig für 'n Leerlauf. Da sollte man schon über 0,1 bar sein. Ich habe mir da jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das noch erhöhen könnten. Es ist ja so, dass wir immer noch keine Schubdüse haben. Prinzipiell ist eigentlich so, dass die Schubdüse den Schub des Triebwerks erhöht, aber dafür weniger Wellenleistung zur Verfügung steht, was ich erstmal nicht haben wollte. Andererseits, da wir uns im, ja, Unterschallbereich befinden, baut die Schubdüse ja auch Druck auf und dieser Druck, der staut sich halt ins Triebwerk zurück, sodass man auch höhere Druckverhältnisse erzeugen könnte, was das Gesamtsystem auch wieder effizienter machen könnte. Das ist so das Nächste, was wir ausprobieren werden. Darüber hinaus hatten wir ja versucht, die Drehzahl zu messen. Das haben wir erst mit 'nem optischen System versucht, wo wir die Narbe zur Hälfte dunkel angemalt haben oder lackiert haben. Das hat aber leider gar nicht funktioniert. Ähm, Was wir dann gemacht haben, ist mit 'nem mechanischen Drehzahlmesser zu messen. Da war es allerdings so, dass der bei 30.000 Drehungen begrenzt war, die wir, wie ihr gesehen habt, auf alle Fälle auch überschritten haben. Das heißt, da müssen wir uns in Zukunft mal überlegen, was man da noch für neue Systeme nutzen könnte. Genauso würde ich gerne eine Abgastemperaturmessung durchführen. Dann könnte man auch noch besser den Unterschied zwischen ohne Schubdüse und mit Schubdüse analysieren bzw. vergleichen. Und das sind so die nächsten Schritte, die wir jetzt angehen werden und die ihr dann im nächsten Video sehen könnt.